Inmitten der Stille eines vergessenen Ortes erhebt sich eine Kulisse, die einst pulsierendes Leben und Freude beherbergte. Ein verlassenes Hotel, eingebettet in ein weitläufiges Gelände, zeugt nun von vergangenen Zeiten und Geheimnissen, die nur darauf warten, enthüllt zu werden. Während der Wind durch die verfallenen Korridore und über die verwaisten Gärten streicht, erzählt jede zerbrochene Fliese und jedes verblasste Gemälde eine Geschichte aus längst vergangenen Tagen. Und Leute, das Licht, das funktioniert ja noch. Guckt euch das an. Normalerweise ist der Pauli der Standard. Ja, ich war ja jahrelang am Durchsuchten. Bin hier täglich gewesen. Hier sehen wir den alten, wunderschönen Pool. Ich kann mir gut vorstellen, da oben mit auch Leuchten, dass das hier alles mal sehr, sehr schön beleuchtet war und eine sehr gemütliche Atmosphäre hatte. Taucht ein in die Faszination dieses verlassenen Hotels, das einst Ort der Freude war und nun ein Ort der Erkundung und Entdeckung ist. Hier befinden wir uns in einem alten Büro, wie man sehen kann. Da haben wir noch einen Tisch mit einem alten Telefon. Zu unserem Glück sind hier die Gardinen vor. Da kann man uns nicht so leicht erkennen. Und hier auf dem Tisch kann man sehen, was es hier ungefähr zu essen gab. Neuseeland Lamm, Neuseeland Hirsch. Und hier ist das Teil vom Tier und aufgeteilt in die Stücke, die man bestellen konnte. Gehen wir hier raus, schauen wir uns links ein wenig weiter um. Da haben wir noch einen alten Abstellraum. Es führt auch noch eine Treppe nach unten. Hier ist so ein bisschen heruntergekommen von der Wand. Da Putzlicht auf dem Schrank drauf. Das ist der Hof draußen. Der ist übelst groß. Das ganze Gelände ist insgesamt ziemlich groß hier. Außerdem haben wir hier ungefähr ein Schließungsdatum dieses Hotels. 2017, 2018. Da der Kalender auf Januar steht, schätze ich mal, dass das Ganze hier 2018 geschlossen wurde. Wenn wir weiter gucken, haben wir da die Sanitärbereiche. Ein kleiner Küchenbereich, wie das aussieht. Oder Abstellraum. Das ist ein sehr, sehr schöner Schrank mit den alten Weinkarten drauf. Chardonnay, USA, California, Spätburgunder. Sehr schön. Das ist wohl der alte Kassenbereich. Zu der dazugehörigen Theke hier. Schaut euch die an. Auf dem Tresen gibt es auch eine alte Karte auch mit Flaschenwein, die es hier gab. Sekt, Champagner. Der gute Lang so für 85 € die Flasche. Und auch dieser Schrank hinterm Tresen. Der passt hier perfekt rein, würde ich sagen. Und ganz interessant zu sehen ist wahrscheinlich das letzte Event, was hier stattgefunden hat. Herzlich willkommen zum Geburtstag für Mama. Also kann man ganz stark davon ausgehen, dass hier ein Geburtstag gefeiert wurde. In diesem riesen Saal. Schaut es euch an. Da sind noch Stühle gestapelt. Und dieser riesige, schöne Saal mit dem echten Parkett hier. Und das, liebe Leute, das ist wieder was für mich. Also sowas finde ich ja wirklich klasse. Und noch so gut erhalten, das ist ein Traum. Ein sehr, sehr, sehr schöner Schrank mit diesen ganzen Verzierungen und Mustern hier. Ich könnte mich irgendwie nicht daran satt sehen. Ich weiß nicht, vielleicht war ich ja früher mal ein König oder so, der solche Möbel hatte. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber sowas ist für mich sehr, sehr, sehr nice und echt schade, dass das hier rumsteht. Einen Raum weiter gibt es ebenfalls nochmal einen Ballsaal. Auch hier sind bestimmt so einige Partys und Tanzveranstaltungen vonstatten gegangen. Da hinten haben wir noch so einen Tannebaum. Gehen wir davon aus, dass das ungefähr zur Weihnachtszeit bzw. kurz nach der Weihnachtszeit 2017, 2018 hier geschlossen wurde. Auch das sieht schön aus. Mit diesem Dach hier oben drüber. Vom Saal aus gelangen wir in die riesige Küche. Guckt euch das an. Das sieht aus, als wenn gerade die letzten Pommes hier gebraten wurden oder die letzten Schnitzel oder was auch immer, die letzten Steaks, wie wir vorhin gesehen haben. Auf dem Tresen hier finden wir noch eine alte Gerolsteiner Flasche, die ist abgelaufen am 6.10.2019. Hier ist noch das alte Fett und Öl auf dieser Bratstation, sage ich mal, für Würstchen. Kennt man wahrscheinlich aus der Imbusbude. Da hat man hier die Würstchen zum Braten draufgelegt und hier werden sie dann warm gehalten. Da ist noch altes Fett, das also schon Schimmel ansetzt. Wenn wir weitergehen, haben wir dort die alten Kühlkammern, die riesigen Dinger. Kann man einen Blick reinwerfen. Ja, da hat schon einiges gelagert werden können an gekühlten Klamotten.
Hier haben wir noch ein Bild von den Leuten, die mal hier gearbeitet haben wahrscheinlich. Vom 3. Februar 2001. Ja, das ist der Koch. Da irgendwie frisches Brot im Korb. Und hier ist anscheinend die ganze Belegschaft des Restaurants und des Hotels. Gehen wir dann mal zu dem Haupteingang. Da vorne sind die Gäste dann damals reingekommen. Hier links kennt man aus vielen Hotels diese Informationstafeln. Hier waren dann verschiedene Flyer drin gesteckt. Das hier ist der Empfang dieses Hotels. Und da wartet noch ein Gast darauf, dass er in sein Hotelzimmer gebracht wird. Er schon seit 3 Jahren sitzt er hier und wartet. Mindestens. So sieht er auch aus, ganz ehrlich. Das ist immer dasselbe. Also in jedem Video von dir, wo ich dabei bin, muss ich grundsätzlich irgendwo rumsitzen. Das Einzige, was noch fehlt, ist dein Handy. Ja, stimmt. Ich müsste jetzt eigentlich noch Landwirtschaftssimulator spielen. Das ist der liebe Ben, ja, der sitzt wieder rum. Er filmt wieder nicht. Ich bin schon fertig. Er ist schon fertig. Hier sehen wir noch einen wunderschönen Kamin und darüber ein Wappen, was ich für euch leider pixeln muss. Ansonsten wird der Ort hier verraten. Ist aber noch sehr gut erhalten. Links daneben aber auch noch ein sehr, sehr schöner Bücherschrank, wo sich die Gäste damals sehr wahrscheinlich Bücher rausholen konnten und lesen konnten. Wenn man sich manche Bücher hier anguckt, sieht man auch, dass diese zum Lesen benutzt worden sind und nicht nur als Zirde hier standen. Und auch da gibt es so einen richtig uralten, massiven Holzschrank. Außerdem gibt es hier einen weiteren Saal, der ist aber größtenteils leer. Das hier ist die alte Raucherlounge. Und da konnten die Herrschaften, die hier genächtigt haben oder in diesem Hotel geschlafen haben, wahrscheinlich abends ein bisschen Billard spielen, gemütlich eine Kippe rauchen und was trinken. Wir begeben uns jetzt nach Tomaluli. Das ist wahrscheinlich hier das Kinderparadies. Wir haben hier schon Hasen an der Wand. Und Leute, das Licht, das funktioniert ja noch. Guckt euch das an. Hier funktioniert sogar der Strom noch. Das habe ich bis jetzt gerade gar nicht gewusst. Irgendwie erinnert das an einen alten Kindergarten oder so, würde ich behaupten. So von der Aufteilung her. Die Leute waren am 22.10.21 hier. Okay. Der nächste Raum sehen wir direkt eine Kletterwand. Dort ein altes Trampolin. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie so eine Kuranstalt vielleicht gewesen sein könnte. Ja, wo die Kinder dann hier spielen konnten, während die Mütter irgendeine andere Therapie hatten. Da sehen wir einen alten Fotoplay. Normalerweise ist der Pauli der Standardmäßig. Ja, ich war ja jahrelang am Durchsuchten. Bin hier täglich gewesen. In dem Raum sehen wir auch so eine kleine Rutsche und ein bisschen was zum Klettern für die Kleinen. Außerdem gab es anscheinend hier mal ein Kino, das Sandmännchen Abenteuer im Traumland. Dann haben wir unten noch einen Raum, das habe ich gerade von Weitem gesehen. Das sieht aus wie so eine kleine Rennstrecke für Kinder. Ich weiß nicht, ob die dann hier damals mit den Bobbycars im Kreis rumgefahren sind oder mit Catcars in der Art oder sowas. In diesem Hotel wurden anscheinend die Kinder sehr gut betreut und es gab auch viele Klamotten für die. Und dieser Raum ist ganz interessant, auch für die Kinder. Und der Paul muss jetzt noch ein bisschen Beintraining machen. Geht ganz schnell der Beine. Und ist dein Hintern besser geworden jetzt? Ich glaube schon, ja. Warum? Oh, ja. Oh, ist schön. Oh, das ist schön. das ist schön. Dann können wir da wieder rausgehen. Und hier geht es in einen dunklen Teil. Das sieht eher aus wie der Lagerraum des Hotels oder der Lagerkeller. Die ganzen Räume sind auch eigentlich leer. Vielleicht schon nicht mal die Server, das sind Serverschränke. Aber ansonsten ist hier nicht mal viel zu sehen. Dieser Keller hier sieht ziemlich unheimlich aus. Guckt es mal an. Seht ihr das? Hier steht so ein einzelner Wagen. Die Fenster sind in irgendeinem komischen Blau. Krass. Und es stinkt hier echt. Ekelhaft. Und der Fahrstuhl hat auch noch Strom. Der steht sogar hier unten. Die 1 leuchtet rot. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Gebäude. Dafür, dass ich das nicht filmen wollte. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Echt. Wir verlassen das Gebäude jetzt. Denn es gibt noch einige andere Gebäude auf diesem Areal. Werdet ihr aber gleich sehen.
sitzen schon wieder die 3 von der kleinen Stelle und warten auf mich. Dann auch durch dieses Riesenareal dann. Und das geht hier einmal ganz rum. Hier sieht man nochmal die ganzen verschiedenen Gebäude auf Schildern stehen. Das ist das Gebäude, wo wir jetzt gerade drin waren. Und es soll hier wohl auch noch ein Gebäude mit Pool geben. Ja, wir versuchen da auch mal reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber da oben hängt noch eine Kamera. Die ist aber nicht mehr aktiv. Sonst wären schon längst Leute hier aufs Gelände gekommen und hätten uns runtergeholt. Das ist anscheinend das alte Heizungsgebäude. Ja, schon komplett zugewachsen, das Ganze. Wenn wir uns hier umgucken, wir sehen echt einen schönen alten Teich. Ja, mit einem Haus, was so halb aufs Wasser ragt. Ich schätze mal, das war dann ein Ferienhaus für Familien oder sowas vielleicht. Aber das sieht doch echt sehr gut aus, oder? Und was meint ihr? Jetzt sind wir auf diesem Hausboot, sag ich mal, drauf. Das Gebäude ist leider zu, aber da hinten in das Gebäude mit dem Pool kommen wir rein, weil das Fenster offen ist. Also Leute, da hinten gehen wir jetzt rein. Die Glasscheibe ist kaputt. Hier sehen wir den alten, wunderschönen Pool. Die ganze Holzverkleidung. Hier sehen wir den Pool nochmal von der anderen Seite mit dem schönen Übergang hier oben. Ich kann mir gut vorstellen, da oben da auch leuchten, dass das hier alles mal sehr, sehr schön beleuchtet war und eine sehr gemütliche Atmosphäre hatte. Dann gehen wir durch diese Tür. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Sauna, die ist aber verschlossen. Hier funktioniert noch jede einzelne Lampe. Hier wurden dann damals irgendwelche Aufführungen gezeigt und Theaterstück vielleicht. Irgendwelche Sänger, keine Ahnung. Oh, und Klarinettenspieler gewesen und kennt sich daher auch ganz bisschen mit Flügeln aus. Ich finde das ziemlich ein Crap, was er da macht. Ich finde den Typen auch crap. This holy fucking shit, this boy is very uncomfortable and a little bit stupid little boy. Sehr schön ist natürlich auch dieser Flügel hier, der sogar noch funktioniert, wie wir gerade gehört haben. Ein sehr, sehr imposanter Raum. So, liebe Freunde, das war's mit dieser Location. In das Haus, wo die Hotelzimmer drin sind, sind wir leider nicht reingekommen. Das ist leider zu gewesen. Wir haben so sehr, sehr, sehr viele interessante Dinge gesehen. Mit dem Haupthaus, mit den Sälen, mit dem Billardtisch, mit der Kinderecke oder mit dem Kinderparadies besser gesagt. Dann auch die Poollandschaft und den großen Saal, wo der Flügel stand. Und also mir hat dieses Hotel, dieses Gelände an sich echt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich am Anfang nicht mitgerechnet, aber echt sehr geil, dass wir hier hingefahren sind. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Nun bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bis zum nächsten Video. Bleibt stabil und negativ.